IEF Werner, Ihr Spezialist für raffinierte Automatisierungslösungen und anspruchsvolle Handhabungsaufgaben. In diesem Video erklären wir das Erstellen eines Rezepts an unserer Servopresse iPress. Achtung! Dieses Video ersetzt nicht die Betriebsanleitung. Es besteht Verletzungsgefahr durch herabfallende Komponenten. In Rezepten werden Qualitätskriterien für den Pressvorgang definiert. Diese legen fest, ob das Bauteil als ein Gut- oder ein Schlechtteil erkannt werden soll. Wählen Sie die Registerkarte Ablauf und dort den gewünschten Ablaufnamen im vorgesehenen Feld aus. Das Einrichten der Ablaufprozesse wird im Video Standard-Pressprozess und Pressen auf Kraft erklärt. Betätigen Sie den Button Anwenden und wechseln Sie als nächstes zur Registerkarte Rezept. Geben Sie dort in der oberen Zeile den Rezeptnamen ein. Um den Pressvorgang zu starten, drücken Sie unten den Button Start. Die Presse führt den zuvor erstellten Pressvorgang aus und der Kraftwegverlauf wird dargestellt. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, ein Kriterium festzulegen, je nachdem, was für das Bauteil benötigt wird. Am häufigsten wird ein Kraftwegfenster definiert. Hierbei erfassen Sie zunächst 2 Eckpunkte für das Fenster. Aktivieren Sie das Kriterium, um die automatische Auswertung der Produktion zu gewährleisten. Es können auch mehrere Qualitätskriterien aktiviert werden. Über das Feld Gut, Schlecht wird die Funktion des Bereichs festgelegt. Wenn die Bedingung erfüllt ist, wird das Produkt bzw. der Pressvorgang als gut definiert. Schlecht bedeutet, die Bedingung ist nicht erfüllt. Das Produkt bzw. der Pressvorgang wird als schlecht erkannt und es erscheint eine Meldung. Mit den Ein- bzw. Austrittskanten definieren Sie den Bereich, in dem die Messkurve ein- bzw. austreten muss. Ist die Eintrittskante angewählt, muss die definierte Linie durchschritten werden. Beim Anwählen der Austrittskante gilt das Gleiche. Zur besseren Unterscheidung wird die Eintrittskante grün und die Austrittskante rot dargestellt. Diese müssen nicht zwingend aktiviert werden. Allerdings können sie zusätzlich zur weiteren Überwachung dienen. Bestätigen Sie Ihre Eingaben mit OK und speichern den Vorgang mit dem Speichern-Button. Legen Sie ein neues Bauteil ein und starten Sie einen Pressvorgang, um zu sehen, ob das Kriterium erfüllt wird. Das Beispiel zeigt, wie durch die Definition des Qualitätskriteriums Kraftwegfenster das zweite Bauteil aufgrund einer falschen Länge als Schlechtteil erkannt wird. Analog dazu können Sie ein Kriterium nur für den Weg oder eines nur für die Kraft definieren. Außerdem gibt es die Möglichkeit, eine Hüllkurve festzulegen. Konnten wir Ihr Interesse wecken? Dann kontaktieren Sie uns für eine fachkundige Beratung.